Wenn du Aktien kaufst, dann musst du auch beurteilen können, ob diese unter-, fair- oder überbewertet sind. Mit der von Warren Buffett empfohlenen Discounted Cashflow Analyse kannst du genau das herausfinden. In diesem Video erkläre ich Schritt für Schritt, wie die Methode funktioniert, wie du sie selbst anwenden kannst und was dabei zu beachten ist. Jetzt oder später kannst du dir gerne eine kostenlose Vorlage herunterladen. Dafür will ich auch keine Daten von dir haben. Lass mir nur gerne ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne, los geht's. Hallo und willkommen bei Future Fortunes. Ich bin Christoph. Auf diesem Kanal geht es um das Investieren in disruptive Megatrends und genau dafür brauchen wir die Discounted Cashflow Analyse. Mit der Discounted Cashflow Analyse errechnen wir den inneren Wert eines Unternehmens bzw. einer Aktie. Und dieser innere Wert basiert auf den Gewinnen, die das Unternehmen die nächsten paar Jahre erwirtschaften wird. Aber lassen wir dies Warren Buffett selbst erklären. Is how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of a business is. In other words, the only reason for making investment and laying out money now is to get more money later on, right? That's what investing is all about. Hier noch eine Visualisierung des Intrinsic Value. Der Intrinsic Value bzw. der innere Wert eines Unternehmens entwickelt sich in der Zeit kontinuierlich. Dagegen unterliegt der Aktienkurs größeren Schwankungen. Ziel dabei ist immer, ein Unternehmen unterhalb des Intrinsic Value zu kaufen. Und noch ein wichtiges Konzept dabei ist diese Margin of Safety, zu Deutsch Sicherheitsmarge. Nun, wir prognostizieren ja die Gewinne. Vielleicht waren wir zu optimistisch, vielleicht treten größere Probleme auf wie eine Rezession, vielleicht macht das Management einfach Mist und das Ganze entwickelt sich doch nicht so gut, wie wir das vorhergesagt haben. Daher brauchen wir eine gewisse Margin of Safety, um gewisse Fehler zu vermeiden und ausgleichen zu können. Wie der Name schon sagt, geht es bei der Methode um das Diskontieren, auch als Abzinsen bezeichnet. Um hier wirklich jeden mitzunehmen, möchte ich ganz kurz das Gegenteil, das Aufzinsen, erläutern. Durch Aufzinsen kannst du den Endwert eines verzinsten Betrags bestimmen. Egal, ob du dein Geld auf ein Tages- oder Festgeldkonto legst oder eine Staatsanleihe kaufst, dieser Betrag wird mit einem festen Zinssatz verzinst und das über mehrere Jahre hinweg. Die Formel hierzu lautet Cashflow, das steht für Betrag, mal 1 plus die Zinsrate hoch die Anzahl der Jahre. Im Fallbeispiel wurden hier 3,5% genommen. Die Tabelle veranschaulicht die jeweilige Wertentwicklung mit verschiedenen. Im ersten Beispiel wurden 1000 Euro zu 3,5% über 20 Jahre angelegt und daraus werden dann 2000 Euro. Der nächste Zinssatz entspricht in etwa der Rendite, die man erhalten hätte, hätte man vor 20 Jahren auf den amerikanischen Markt gewettet, und zwar einen ETF auf den S&P 500 gekauft. Dann hätte man ungefähr 7,5% Rendite erwirtschaftet. In dem Fall wären aus 1000 Euro knapp über 4000 Euro geworden. Jetzt geht es aber natürlich hier um das Investieren in Einzelaktien und daher wollen wir ja den Markt schlagen, sprich mehr als 7,5% erwirtschaften. Und dann bieten sich doch beispielsweise 12,5% als Zielrendite an. Ich habe die letzten 3 Jahre tatsächlich etwas mehr erreicht, glücklicherweise. Und bei 12,5% werden aus 1000 Euro nach 20 Jahren schon über 10.000 Euro. Nur mal ein kleines spaßiges Rechenbeispiel am Rande. Wenn man zur Geburt der eigenen Kinder 5.000 Euro anlegt und das Ganze über 60 Jahre, muss man die Zinssätze jetzt etwas reduzieren. Wir haben ja schließlich Inflation. Das heißt, wir gehen hier mal auf eigentlich 1% runter, hier auf 5, dort auf 10 und hier auf 12,5. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann hätten, und das ist erreichbar, würde ich sagen, auch für uns Kleinanleger, dann könnten die Kinder in Rente gehen mit 1,5 Millionen Euro auf dem Konto. Wenn man hier nur 2,5% besser abschneidet, sind es schon fast 6 Millionen Euro. Daran sieht man sehr schön, wie der Zinseszinseffekt vor allen Dingen über sehr lange Zeiträume Wohlstand erzeugen kann. Kommen wir zum Abzinsen. Durch Abzinsen kannst du den heutigen Barwert zukünftiger Cashflows bestimmen.
Das heißt, wenn du einen Betrag X in der Zukunft bekommen könntest, musst du dir die Frage stellen, was ist dieser heute in bar für dich wert? Ja, was würdest du heute dafür ausgeben, einen Anspruch zu haben, diesen Cashflow in der Zukunft zu erhalten? Und wichtig dabei ist, desto weiter dieser Cashflow in der Zukunft liegt, desto weniger wird er für dich wert. Erstens gibt es Inflation, zweitens hast du Renditeerwartungen an dein eingesetztes Kapital, du möchtest ja Geld verdienen, und drittens gibt es ja Risiken, dass dieser Cashflow geringer ausfällt oder gar nicht kommt. Und diese Risiken akkumulieren sich ja. Desto weiter du in die Zukunft gehst, desto höher sind die Risiken. Ja? Wenn du ein Unternehmen hast, dann könnte ein anderes Unternehmen kommen, was die gleichen Produkte anbietet. Es könnte eine Wirtschaftskrise kommen und so weiter. Das Ganze möchte ich jetzt mal an einem einfachen Beispiel erläutern. Stell dir vor, du kannst ein Unternehmen kaufen, das erwirtschaftet einen Gewinn von 100.000 Euro. Das hat es die letzten Jahre getan und wird es die nächsten Jahre wahrscheinlich auch tun. Als potenzieller Investor und Käufer musst du dir die Frage stellen, wie viel ist dieses Unternehmen für mich heute wert? Ja? Wann bekomme ich mein Geld zurück? Und wie sicher bin ich mir eigentlich, dass ich mein Geld zurückbekomme? Und diese Fragen möchte die Discounted Cashflow Analyse beantworten. Kommen wir zum Rechenbeispiel. Ja? Wir haben hier zukünftige Cashflows jedes Jahr von 100.000 Euro. Die nächsten 10 Jahre lang. Jetzt habe ich hier einen Diskontsatz von mal 13% genommen. Ich hatte ja erläutert, 7,5% könnte man auch passiv quasi erhalten, indem man einen ETF kauft. Das heißt, wir wollen definitiv mehr haben. Ich habe jetzt hier einfach mal 13% genommen. Jetzt werden auf Basis dieser Formel diese zukünftigen Cashflows diskontiert. Das heißt, diese 100.000 Euro sind, wenn sie nächstes Jahr kommen, nur noch knapp 90.000 wert. Und desto weiter wir in die Zukunft gehen, desto weniger wert werden diese 100.000 Euro für uns. Im Jahr 10 könnten wir ja unseren Betrieb verkaufen und daher müssen wir diesen sogenannten Endwert mit einbeziehen in die Berechnung des inneren Wertes bzw. des Intrinsic Value. Dazu nehmen wir die Jahresendergebnisse aus dem Jahr 9, weil wir befinden uns ja im Jahr 10 und die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Und diese Cashflows aus dem Jahr 9 multiplizieren wir mit einem sogenannten Endwertmultiplikator, im Englischen auch als Terminal Multiple bezeichnet. Benjamin Graham hat für ein Unternehmen, das nicht wächst, 8,5 vorgeschlagen. Wir können uns das ähnlich vorstellen wie das KGV. Der Gewinn pro Aktie mal dem KGV ergibt ja den sogenannten Kurswert. Wir können also unseren Betrieb in 10 Jahren für 850.000 Euro verkaufen. Da wir diesen Betrag aber auch erst in 10 Jahren bekommen, müssen wir ihn ebenso diskontieren. Und wenn wir jetzt alle unsere diskontierten Cashflows aus dieser Zeile addieren, erhalten wir den sogenannten inneren Wert des Unternehmens, den heutigen Barwert. Das wäre okay, wenn wir für dieses Unternehmen ausgeben. Wenn du das alles bis hier nachvollziehen konntest, dann hast du die Discounted Cashflow Analyse im Kern verstanden. Daher springen wir direkt in die Vorlage. Das ist also die herunterladbare Vorlage. Kurzer Hinweis, alle Felder, die man ausfüllen muss, sind in blau hinterlegt und der innere Wert wird jeweils in grün dargestellt. Im Folgenden werden wir diese Vorlage mal anhand eines Beispiels der Alphabet Holding ausfüllen, dass ihr schon ein Gefühl dafür bekommt, wie kann man hier vorgehen, was sind so meine Gedanken dabei. Und am Schluss schauen wir uns auch nochmal Tesla und Alibaba an. Als erstes muss man bei dieser Tabelle den sogenannten Ticker eintragen. Damit werden automatisch von Google Finance mehrere Felder ausgefüllt, so zum Beispiel der Name, die Marktkapitalisierung, die Earnings per Share, also die Gewinne je Aktie und der Kurswert, sowie die Währung der hier angezeigten Daten. Bei amerikanischen Börsen reicht es in der Regel, den Ticker hier einfach hinzuschreiben. Möchte man jetzt aber die Daten beispielsweise in Euro haben, dann muss man den entsprechenden Börsenticker voranstellen. In dem Fall habe ich die Xetra-Börse und ABEA steht hier für die Alphabet Holding. Im Prinzip die gleichen Daten, nur in dem Fall alles in Euro. Das Ganze funktioniert auch etwas weiter weg. Wenn ich Hongkong Stock Exchange mache und 0700 eingebe, dann erhalte ich die Daten der Tencent Holding. An dieser Stelle 2 Hinweise. Im amerikanischen und europäischen Raum funktioniert der Abruf dieser automatisierten Daten ziemlich gut. Verlässt man aber diesen Raum, muss man immer überprüfen, ob diese Werte auch wirklich zur Währung passen. Außerdem arbeite ich mit Google-Tabellen,
Du kannst also diese Vorlage in dein eigenes Google-Profil kopieren und so oft duplizieren, wie du möchtest. Wenn du die Datei als Excel-Tabelle herunterlädst, weiß ich nicht, inwieweit das mit diesem automatisierten Abruf der Informationen noch funktioniert. Ich habe gehört, es soll funktionieren, vielleicht funktioniert das leicht anders. Gegebenenfalls musst du etwas googeln und das Ganze anpassen. Man kann, glaube ich, in Excel auch Daten von Yahoo Finance abrufen. Bevor ich die Parameter in den restlichen blauen Zellen ausfülle, würde ich immer einen kleinen Deep Dive in die Datenlage machen und diese Tabelle, die sich hier rechts von dem Template befindet, ausfüllen. Das mache ich jetzt mal schnell für den Fall von Google. In der Tabelle trage ich immer einen Umsatz, Free Cashflow, die Earnings per Share, die Anzahl der ausstehenden Aktien und wenn es eine gibt, die Dividende. Das Ganze mache ich jetzt entweder für das letzte Kalender- oder Fiskaljahr, beziehungsweise die letzten 12 Monate, Last 12 Months, dafür steht die Abkürzung, vor einem Jahr, vor 5 Jahren und vor 10 Jahren. Die Tabelle errechnet dann die jeweils jährlichen Wachstumsraten. Und wir sehen hier, dass der Umsatz von Alphabet die letzten 10 Jahre durchschnittlich pro Jahr 18% gewachsen ist und dass letztes Jahr der Umsatz nicht so stark gewachsen ist. Dafür hat sich der Free Cashflow und die Earnings per Share hervorragend entwickelt. Hier sehen wir, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft. Ja, letztes Jahr wurden 2,3% der ausstehenden Aktien zurückgekauft. Und jetzt haben wir die Grundlage, die weitere Tabelle auszufüllen. Und zwar wissen wir jetzt den aktuellen Free Cashflow mit 77,6 Milliarden $. Wir wissen in etwa, wie das Unternehmen wächst und dass es Aktien zurückkauft. Und damit springen wir zurück in die Tabelle bzw. scrollen nach links. In der Regel wollen wir hier oben den Free Cashflow eintragen. Dieser ist einfach die verlässlichste Zahl für den Gewinn des Unternehmens. Alle anderen Kennzahlen können leichter manipuliert werden. Wir können hier oben auch den Net Income eintragen. Der passt vor allen Dingen für Unternehmen gut, die noch sehr stark in zukünftiges Wachstum investieren. Das war bei Amazon früher der Fall, das ist bei Tesla zum Beispiel heute der Fall. Denn vom Net Income werden diese Investitionen abgezogen, sodass sie im Free Cashflow nicht mehr enthalten sind. Kommen wir zum Diskontsatz. Dieser entspricht deiner persönlichen Renditeerwartung. So wie ich es wahrgenommen habe, tragen die meisten Investoren hier 10 ein. Dann ist aber darauf zu achten, dass man definitiv unterbewertete Aktien kauft. Ich persönlich arbeite hier immer mit 15%. Das führt dazu, dass meine Margin of Safety etwas geringer ausfallen kann. Beim Diskontsatz ist nur entscheidend, dass du immer den gleichen nimmst, denn du willst viele Unternehmen analysieren und vergleichen und ein Gefühl für deren Bewertungsniveaus bekommen. Die folgenden Angaben machen wir jetzt für 3 Szenarien. Einen Normalfall, einen besten Fall und einen schlimmsten anzunehmenden Fall. Gerade dieser letzte Fall ist von besonderer Bedeutung. Im Investment sollte man sich immer die Frage stellen, wie viel Geld kann ich eigentlich im schlimmsten Fall verlieren? Und anhand dieses Szenarios beantworte ich mir diese Frage. Diese Szenarien werden hier oben nochmal gewichtet. Der normale Fall mit 60%, der beste und der schlimmste Fall mit jeweils 20%. An diesen Werten ändere ich meistens nichts. Zusammen ergibt sich hier der innere Wert des Unternehmens. Und die Differenz des inneren Wertes, jetzt in dem Fall zur Marktkapitalisierung, zeigt uns dieses Feld in Prozent an. Alle weiteren Differenzen zu den einzelnen Szenarien zeigen uns diese 3 Felder an. Nun tragen wir hier unsere Prognose des Wachstums in den nächsten 5 Jahren und in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein. Wir haben ja gesehen, dass das Wachstum von Alphabet im letzten Jahr geringer ausgefallen ist als sonst. Aufgrund dessen und weiterer Überlegungen bin ich jetzt hier in meinen Annahmen sehr, sehr konservativ. Ich hoffe natürlich, dass sich das doch besser entwickelt als jetzt hier dargestellt. Ich bin selbst Aktionär, bleibe aber angesichts der möglichen Überbewertung doch sehr entspannt, da ich mit meiner Position jetzt bereits 100% im Plus bin und hoffe darauf, doch viele Jahre noch Aktionär zu bleiben. Kommen wir zum Endwertmultiplikator. Voreingestellt ist jetzt hier zunächst, dass der Endwertmultiplikator jeweils das Doppelte der finalen Wachstumsrate ist. Diese Voreinstellung ist jetzt kein Garant dafür, dass dieser Endwertmultiplikator richtig ist. Das musst du selbst entscheiden und gegebenenfalls anpassen.
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs zu historischen Bewertungsniveaus mit dir machen. Wir sehen hier das Shiller-PE-Ratio. Die Kennzahl kann ich in einem anderen Video mal ausführlicher erläutern. Wichtig nur zu wissen ist, dass diese Kennzahl das durchschnittliche KGV des gesamten amerikanischen Marktes darstellt. Und wir sehen auf dieser Seite, dass das historische durchschnittliche KGV 16 beträgt. Weiterhin beobachten wir hier nur, dass 1929 das durchschnittliche KGV kurz vor der Weltwirtschaftskrise mal bei 32 lag. Zur Dotcom-Blase 2000 haben wir hier mal die 40 geknackt. Außerdem sehen wir, dass seit etwa 10 Jahren das Bewertungsniveau hier bei jenseits der 23 liegt. Keiner kennt die Zukunft, aber es könnte passieren, dass dieses Bewertungsniveaus irgendwann wieder fällt und wir in Zukunft deutlich niedrigere KGVs sehen. Daher ist für dich jetzt nur wichtig zu wissen, gerade wenn du in den letzten 10 Jahren eingestiegen bist, bist du deutlich höhere Bewertungsniveaus gewöhnt und in Zukunft kann das anders aussehen. Und das hat ja Einfluss darauf, welchen Endwertmultiplikator du wählst. Nur als Beispiel hierzu, 2008 war das KGV von Apple bei 10. Heute sind wir bei fast 30, obwohl das Unternehmen jetzt nicht mehr massiv wächst. Wir haben ja festgestellt, dass das Unternehmen im letzten Jahr 2,3% der ausstehenden Aktien zurückgekauft hat. Ich würde davon ausgehen, dass sie das in der Zukunft auch tun. Daher schreibe ich persönlich, das ist nur meine Herangehensweise, auch hier 2,3% rein. Und das erhöht diesen Endwertmultiplikator jetzt um 2. Denn, wie ich finde, Unternehmen, die Dividenden ausschütten oder Aktien zurückkaufen, haben doch einen starken Fokus auf die Bedürfnisse ihrer Aktionäre, sage ich jetzt mal. Und daher haben sie in meinen Augen immer so einen leicht höheren Endwertmultiplikator verdient. Daher steigt er ja hier in dem Fall nur um 2, 3 oder 4%, je nachdem, was in diesem Feld drinsteht, an. Und weil das Unternehmen Aktien zurückkauft, verteilen sich ja die zukünftigen Gewinne auch auf immer weniger Aktien. Das heißt, die Gewinne pro Aktie steigen in Zukunft schneller an als die Gewinne des Unternehmens an sich. Insofern würde ich ein Unternehmen, das Aktien zurückkauft, immer auch hier unten bewerten. Hier wird der innere Wert ermittelt auf Basis der Earnings per Share im Verhältnis zum Kurswert. Wenn ich jetzt hier oben noch einmal 0 eintrage, dann sehen wir, dass diese Wachstumswerte hier unten denen hier oben entsprechen. Trage ich hier aber 2,3 ein, werden diese Wachstumswerte entsprechend erhöht. Bevor ich das Ganze nochmal rekapituliere, wir uns die weiteren Beispiele angucken und auch weitere Bestandteile der Vorlage, eine kleine Bitte. Wenn das Video für dich bis hierhin einen Nutzen hatte, dann lass mir gerne ein Like da und überlege, ob du diesen Kanal abonnieren willst. Rekapitulieren wir an dieser Stelle nochmal die gesamte Berechnung. Alphabet hat im letzten Jahr einen Free Cashflow von 77,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Auf Basis unserer prognostizierten Gewinne steigt dieser Free Cashflow hier die nächsten 10 Jahre an. Im Jahr 10 nehmen wir den Free Cashflow aus dem Jahr 9, multiplizieren diesen mit einem Endwertmultiplikator und erhalten damit einen Wiederverkaufswert für das gesamte Unternehmen. Alle diese zukünftigen Cashflows müssen jetzt diskontiert werden, entsprechend unserer Discount Rate, und bilden zusammen einen inneren Wert für dieses Szenario. Das Ganze passiert für 3 Szenarien, wo jeweils der Unterschied zum aktuell gehandelten Preis hier dargestellt wird. Die Szenarios werden weiterhin gewichtet in einem inneren Wert, dessen Differenz zur Marktkapitalisierung hier dargestellt wird. Jetzt muss man an dieser Stelle aber sagen, wenn das Unternehmen weder Dividenden ausschüttet noch Aktien zurückkauft oder in irgendeiner anderen Form Kapital an die Eigentümer ausschüttet, dann haben die zukünftigen Cashflows keinen Wert für uns. In dem Fall können wir die Cashflows auch nicht einfach diskontieren und so tun, als wenn das Unternehmen Kapital in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgibt. Aus diesem Grund müssen wir in diesen Fällen
diese gesamten diskontierten Cashflows aus der Tabelle rauslöschen und haben nur den Endwert. In diesem Modell sieht es also so aus, als wenn das Unternehmen Alphabet rund 20% überbewertet ist. Kommen wir aber nochmal zur Diskontrate. Wenn man jetzt hier 10 einträgt, dann sieht es eher so aus, als wenn das Unternehmen 10% unterbewertet wäre. Da sieht man ungefähr, dass das in etwa der Margin of Safety von ungefähr 30% Unterschied entspricht. Nun, ich hatte ja versprochen, dass wir uns noch 2 Beispiele angucken. Hier das Beispiel Tesla. Bei Tesla wollte ich nur veranschaulichen, dass wir, wie gesagt, hier diese diskontierten Cashflows unbedingt rausnehmen müssen, da das Unternehmen alles Kapital braucht, um zu wachsen und nichts an die Aktionäre ausschütten wird die nächsten 10 Jahre lang. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Weiterhin sehen wir, dass ich das Unternehmen bei einer Diskontrate für 15% ungefähr fair bewertet halte. Das ist sicherlich keine Kaufempfehlung. Jeder muss seine eigene Analyse machen und seine eigenen Entscheidungen treffen. Und hier noch ein kurzer Blick auf Alibaba. Mit aktuell einem KGV von 11 halte ich dieses Unternehmen wirklich für massiv unterbewertet. Deswegen musste ich es mir auch ins Depot legen. Auch wenn ich aktuell 50% im Minus bin, bin ich hier sehr entspannt. Früher oder später wird sich die Stimmung in China ändern gegenüber China. Und selbst wenn das Unternehmen hier nur sehr durchschnittlich im Rahmen der chinesischen Wirtschaft wächst, dann wird man hier trotzdem kein Geld verlieren. So meine Ansicht. Ich könnte falsch liegen. Wie gesagt, auf gar keinen Fall ist das eine Kaufempfehlung. Last but not least ein kleines Schmankerl, was ich hier in der Vorlage drin gelassen habe. Und zwar ist es die Berechnung des Return on Capital Employed. Diese Kennzahl habe ich kennen und schätzen gelernt durch Terry Smith. Wenn dieser Wert gut ist und auch sich positiv entwickelt, dann ist es ein Indiz dafür, dass das Management gute Arbeit leistet. Außerdem scheint es eine große Korrelation zwischen diesem Wert zu geben und dem Wert, wie sich die Aktie in den letzten 10 Jahren pro Jahr durchschnittlich entwickelt hat. Und zu guter Letzt habe ich auch in dieser Vorlage drin gelassen, meine Watchlist etwas reduziert. Die kann ja jeder für sich anpassen, wie er möchte. Ja. Vorne sehen wir, dass nochmal der Ticker eingetragen wurde. Der Name wird automatisch abgerufen. Hier könnte man eintragen, wann die Analyse das letzte Mal aktualisiert wurde. Hier befindet sich dann immer ein Link, den muss man hier so anwählen. Das ist gerade nicht drin. Tabellenblatt anwählen. Dann geht man hier auf Google und dann ist das Ganze verlinkt. Und dann kann man hier direkt auf die Google-Ansicht springen. Ja? Hier diese Werte werden wiederum automatisch übernommen. Das muss man verlinken mit dem entsprechenden Feld in der Tabelle. Man könnte hier die Bruttomarge eintragen, die Operating-Marge, die Free Cashflow-Marge. Hier wird die Free Cashflow Yield automatisch berechnet. Das ist ja nur Preis durch Free Cashflow. Diese Felder muss man immer manuell verlinken auf die entsprechende Tabelle. Und zeigt einem halt an, im schlimmsten Fall, wie ist der Intrinsic Value auf Basis der Szenarien und wie ist der beste Fall. Dann gibt es noch verschiedene andere. Das KGV wird automatisch abgerufen. Für mich ist immer wichtig, das Insider Ownership, also wie viel Prozent der ausstehenden Aktien werden durch den Gründer oder Insider, wie das Management, gehalten. Die Guru Conviction ist für mich ein Hinweisfaktor. Und auch das Short Interest ist für mich von Interesse, also wie viel Prozent der Aktien werden eigentlich derzeit auf fallende Kurse gesetzt. So, das Video war jetzt sicherlich länger, als so manche Aufmerksamkeitsspanne ausreicht heutzutage. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video und die Vorlage sind nützlich für dich. Falls noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Durchhalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.